Basel Gärtnert. Zusammen mit der Christoph-Merian-Stiftung haben wir das Projekt Basel Gärtnert ins Leben gerufen, um ein positives Zeichen zu setzen, in diesen Zeiten, wo wir vor allem viel Zeit mit den Heimen verbringen. Mit der Startbox Basel Gärtnert wollen wir die Leute dazu motivieren, mehr essbare Pflanzen auf ihrem eigenen Balkon anzubauen. Wir bieten euch dabei die Unterstützung über unseren YouTube-Kanal oder auch über unsere Webseite und Social Media könnt ihr verfolgen, wie wir die Sachen anpflanzen. Und wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr euch jederzeit auch bei uns melden. Heute reden wir ein bisschen über Balkonplanung. Gartenprojekte von Anfängern scheitern oftmals ja nicht an fehlender Motivation, sondern vor allem an der fehlenden Planung. Darum schauen wir das heute ein bisschen an. Es sind zwei Sachen besonders wichtig, wenn wir einen Garten neu anfangen zu planen. Einerseits die richtige Sorte zu wählen und andererseits der richtige Standort dafür. Viele Garteneinsteiger lesen sich die Pflanzen für den Balkon aus, die sie einfach am liebsten ernten wollen, anstatt zuerst zu schauen, was sie überhaupt für Konditionen auf ihrem Balkon vorfinden. Unser Balkon zum Beispiel ist nach Osten ausgerichtet, das heisst, wir haben am Morgen Sonne bis etwa jetzt und in der nächsten Stunde, also etwa am Mittag, am 1, 2, verschwindet die Sonne hinter dem Haus. Das sind insgesamt knapp 6 Stunden Sonne vorne am Balkon. Alles, was dahinter ist, hat eigentlich mehr Schatten als Sonne. Als sonnig gilt ein Standort, wenn er insgesamt mehr als 6 Stunden Sonne pro Tag hat. Das wird auf diesem Balkon also eher knapp. Alles, was wirklich viel Sonne braucht, wie zum Beispiel Tomaten, Aubergine oder Peperoni, kommen bei mir also ganz früh als Geländer, wo ich weiss, dass sie die 6 Stunden Sonne bekommen. Alles andere, wo eher ein bisschen im Wald wächst, wie zum Beispiel eine Erdbeere, kann man dann auch eher in den Schatten stellen. So sieht ungefähr der Grundriss von unserem Balkon aus. Jetzt im Frühling, wo die Sonne noch nicht so stark ist, haben wir die Pflanzen, die gerne im Halbschatten stehen, ganz vorne am Geländer, damit sie sich etwas wärmer haben. Unsere südländischen Freunde müssen noch bis zu den Eisheiligen drinnen warten. Im Sommer wandern diese Sorten für den Halbschatten dann eher hinter an die Wand, wo sie weniger Sonne bekommen. Und die Sorten, die wir momentan noch drinnen vorziehen, wie die Tomaten, die Auberginen oder die Chilis, kommen raus an das sonnigste und wärmste Plätzchen. Und dann müssen wir natürlich noch wissen, wie viel Platz unsere Pflanzen brauchen. Die Radiesli haben wir ja in einem kleinen Balkonkistchen angepflanzt. Andere Sachen wie die Erbsen brauchen einiges mehr Platz. Vor allem, weil sie sehr hoch aufwachsen, tun wir sie in einen recht grossen Topf. Ich würde sagen, mindestens 30 cm Durchmesser sollte er haben. Plus braucht er eine Ranke, die mindestens 1,50 m hoch wird. Pflanzen sind ein bisschen wie Menschen. Gewisse vertragen sich sehr gut miteinander, andere eher weniger. Darum schauen wir, dass wir die Pflanzen, die sich zusammen verstehen, in den gleichen Topf tun. Zum Beispiel kann man Pflanzen, die aus einer ähnlichen Region kommen, gut zusammenpflanzen, weil sie logischerweise vom Klima her schon mal die gleichen Bedürfnisse haben. Da haben wir zum Beispiel den Rosmarin und den Thymian, die sind eigentlich recht gute Freunde. Und brauchen beide ein sehr lockeres und trockenes Substrat. Da haben wir eher die Pflanzen, die vielleicht ein bisschen schattiger platziert werden später. Die kann man auch gut zusammen in einen Topf tun. Gewisse Pflanzen vertragen sich nicht nur gut im gleichen Topf, sondern unterstützen sich sogar gegenseitig beim Wachstum. Welche Pflanzen sich mit welchen am besten verstehen, findet ihr in einer Liste auf unserem Blog. Wer gleichzeitig mit uns Radiesli angesagt hat, wird sie jetzt auch sehr bald essen können. Im nächsten Video werden wir dann zusammen die essbaren Blüten ansäen. Und wer noch nicht angefangen hat, kann sich jetzt noch unsere Saatbox Basel Gärtnert im Online-Shop bestellen und gerade mit dem Ansäen anfangen. Dann wünschen wir euch viel Erfolg beim Säen und beim Ernten und bis zum nächsten Mal.